About time. What happened? You get stuck in an air duct on the way over? Yeah, nice to see you too, Francis. Something's wrong with my retinal display. Can you fix it? If it's what I think it is, probably. Of course, it might seem. Oh, looks like your left and right imaging processors weren't completely in sync. But don't worry, your Sentinel health implant will kick in soon, repairing any damage that might have caused. Your retinal display should be fine now. Its recognition software won't be picking up hostiles yet, but you should be seeing radar and targeting reticules. Biomedical data too, if you're in pain. Right. We done here? Because Sarif is waiting for me at the helipad. I know. Radicals have broken into our manufacturing plant and taken hostages. Maybe this time you'll actually save people. Aha, 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 du Kleine. Ja, wir haben jetzt hier verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Na, wir können jetzt ignorieren, bla bla bla. Oder wir können den jetzt hart... Mucks auf, oder was? Da nur ein kleiner Analyst ist. If you got a problem with me, Pritchard, why don't you just say it and get it over with? Why no, Jensen? I don't have a problem with you. If anything, I blame myself. The mighty Pritchard blaming himself. That's gotta be a first. I'm the one who told Sarif we needed a physical security team to protect us. If he'd read my report closely enough... Wait a second. Are you saying it was your idea to hire me? Not you, Jensen. I wanted Dynacore, Sharp Edge, or Bell Tower. All the top private security contractors were on my list, but Sarif wanted somebody in-house. And so did Dr. Reed. I suggest you leave Megan out of this. Why, Jensen? It's no secret how close the two of you were. And let's face it, you'd just been fired from SWAT for that massacre in Mexican town. No one was about to hire you. You really have to stop getting your news from those Picus blogs, Francis. They only confuse you. The point is, if Sarif had listened to me, we wouldn't be having this conversation. But Megan, God love her, always did have Sarif's ear. Sarif's ear is going to be hearing a report about violence in the workplace if you keep this up. You really feel like continuing? Point taken. Ja, man erfährt Stück für Stück jetzt ein wenig Hintergrundgeschichte von unserem guten Adam. Oh cool, man kann nicht drauf. Bum, 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 bum. Bum, 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 blub. Was so unsere Vergangenheit war. Wir waren halt früher SWAT-Mitglied und jetzt hat es endlich aufgehört mit Flimmern, ein Traum. Und jetzt sind wir Sicherheitschef bei dem guten Mann hier. Ja, so läuft das. Was ich noch kurz machen will, ist in mein geiles Büro. Da gibt es bestimmt krassen Sheet zu machen. Ich sollte aufhören, immer krassen Sheet zu sagen. Also, Aha, was machst du in meinem Büro, Kleine? Hey Adam, you're back! Great to see you. Wow, they really did a number on you. Ja, wer auch immer du bist. Security Manager Office, Adam Jensen, das sind wir, also rein in die gute Stube. Mal gucken, was es hier so Geiles gibt. So, wir haben hier... Ah, ist klar. Wir haben hier ein PDA, das scannen wir uns direkt mal und drücken Tabulator zum Lesen. Und da sieht man das, also das halbe Inventar. Ups. So, neues Login. Jensen wusste nicht, ob sie zurückkommen hat, deshalb ihr Konto gelöscht. Weiß erst seit ein paar Minuten, dass sie ein neues brauchen. Wenn Ihnen das Passwort also nicht gefällt, das ich ausgesucht habe, Pech gehabt. Login now. Jensen Passwort Mandrake von Pritchard. PS, das Passwort benutzen, wenn wir im Rechner zu Hause funktionieren. Sehr gut. Dann hier, ja, irgendwelche E-Mails, die wir schon irgendwo her haben. Achso, die waren hier von dem Computer ganz am Anfang, ganz am Anfangsraum. Die werden alle gespeichert. So, und jetzt gehen wir einfach mal ran. Und er fragt mich nach einem Passwort. Und das ist hier vielleicht ganz zufällig Mandrake. Wir kommen zurück. Neuer Zugangscode. Das heißt, hier muss irgendwo ein Code drin stehen. Da. Zugangscode. Was? Frank wollte willig Büro durchsuchen und hat mir sogar den Zugangscode. Wills.
Könnten Sie mit Gelegenheit mal mit Will reden? Er redet im Büro Nummer 23. Das machen wir bestimmt später nochmal. Das ist hier nämlich so eine eigene Geschichte. Die wir dann aber erst später erleben werden. So, hier kommen wir einfach so ran. Und da wir Security Managed sind, haben wir natürlich Zugriff auf die Kameras, die hier so rumeiern. Die riesige Sicherheitsfirma hat natürlich nur 3 Kameras. Die kann man dann ausschalten. Wieder anschalten. Das ist noch wichtig für den weiteren Spielverlauf. Wenn wir dann andere Geschichten machen. So, zu Türen haben wir keine Verbindung. Krogon Zugriff verwehrt. Geschütze ebenfalls Zugriff verwehrt. Das kommt alles noch in dem... Ich zeig das mal eben. Hier ist erstmal unser Inventar mit einem Energy Regal, den wir uns vor uns gegönnt haben. Hier sind die PDAs. Ja, hier kann man das alles nochmal nachlesen, was wir so in den Computern gesehen haben. Dann haben wir die Map. Dann haben wir das Upgrade-Menü. Inventar und Missionen. Das Upgrade-Menü zeige ich euch dann später nochmal, wenn es soweit ist. Wir können jetzt natürlich zu Zimmer 23 gehen und damit Will reden. Aber das machen wir jetzt nicht. Weil der will schon mit Will reden, Junge. Adam, how close are you to the helipad? Almost there. Good. Because SWAT's about to turn this into a PR nightmare. Meet me in the chopper. I'll brief you as we go. And the Washington hearing's being postponed. Now this. Keine Untertitel. Damn fanatics. Do you think the news is right? That a pro-human group is behind this, Mr. Cannon? Don't spread rumors, Dobell. Sorry, sir. As if working so much wasn't bad enough. We gotta defend ourselves against Der a hat bunch of krasse self-righteous Koteletten, lunatics. Being so understaffed. You're not complaining now, are you, Dobell? No, Mr. Cannon. Sorry. Nee, ich mach krasse Handbewegungen und sage nix. Ey. Ich denke, wir sollten die Leute nicht warten lassen. Vielleicht sollten wir sie doch warten lassen. Ja, was gibt bei euch so? Ah, ihr raucht cool vor euch hin. Hier geht's rein. Das sehe ich sofort. Hier ist ein Hausmeister. Die machen Hausmeister-Stuff. Und, oh, so ein Zufall. Ein Lüftungsschacht, den ich natürlich nicht vorher wusste und jetzt gerade erst entdeckt habe. Man sieht auch, wo zum Teufel steckst du wieder? Brandy braucht das. No Pos. Das ist nicht wie Aspirin. Man stirbt nicht, wenn man Aspirin absetzt. Du hast noch 15 Minuten, um zur Tanke zu kommen. Danach suche ich mir woanders Hilfe. Lass mich nicht hängen, Alter. Bitte. Oh, scheint ernst zu sein. Scheint ganz schön ernst zu sein. Auf jeden Fall gab es hier Geld. Also hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. So, und jetzt werden wir mal hochgehen. Moment. Und jetzt werde ich mal aufhören, hier Scheiße zu machen und einfach mal zu der guten Frau da vorne gehen. Ja, das ist eine Frau. Welcome back, Jensen. Didn't think we'd see you around here for a while yet. You know how it goes, Malik. Duty calls. Don't I know it? I was in my wingsuit halfway to the top of the Renaissance Center when I got the 911. But you... 6 months is a hell of a short time to come back from the dead. You sure you're ready for this? Ey, yo, ich bin vollkommen bereit. Aber die war nett, also versichern wir jetzt erstmal herausfinden, wäre ja schon wieder blöd. Only one way to find out. Roger that. The boss is already on board, arguing with the DPD's tactical response team. They've got the plant surrounded, but Mr. Seraph wants you to go in first. You all set here? Because the sooner we take off, the better it will be for everyone. Ja, ich denke, ich bin bereit. Great. Wir Then let's get kommen hier noch airborne. mehr zurück, also kein Ding. Los geht's nicht.
Ja, das ist eindeutig ein Ladebildschirm. I told Farida to put us down on a roof. I don't want the crowd seeing you go in. Fine. As long as she pulls you out the minute I'm gone. So what am I looking at here? Who are these guys? Pro-human purists, or so they say. The same purists who've been firebombing limb clinics all over the country. You buy that? No, I don't think it's a coincidence they hit us today, only hours after we moved the Typhoon in for assembly line factory. The Typhoon? Megan's team was testing it the day that bastard... Who's on point for these guys? Adam, I know you and Megan were once... Who is on point for these guys? Goes by the name of Sanders. That's him, there. He's an augmented Adam, so he can't be one of the mercs who attacked us, but he did know exactly how to get inside our plant. Alright, so how do you want me to handle this? First priority is the Typhoon. I'm keeping SWAT out until you've secured it. As far as rules of engagement go, I'll defer to you. Lethal or non-lethal? Das ist ja ganz klar, wie ich zu Anfang schon gesagt habe, werden wir hier natürlich nicht tödlich vorgehen. I'm not looking to start a firefight in there, just neutralize them. Okay, but just make sure those bastards don't wake up and warn their friends. You remember what it's like in there? A lot of tight enclosed hallways, but the labs themselves are pretty open, high ceilings. So, do you want something you can use from a distance, or up close? Ich denke, ich werde mich hier... Wir können das uns jetzt mal kurz angucken. Hier kriegt man Elektroschockpistole für Kurzstreckenwaffe oder eine Fernwaffe. Betäubungsgewehr. Ich denke, ich werde mich hier für das Betäubungsgewehr entscheiden. If I get too close, I'll take them out personally. Just try not to break anything expensive. The Typhoon should be in the factoring labs, but Pritchard will tell you more as you go in. I've got him running comms. Terrific. Anything else? Keep your eyes open for hostages. Free them if you can, but the Typhoon is your #1 priority. We developed it for the Alphabet agencies, and if we don't deliver it to them intact and still a secret, well, I'm sure you'll get the job done right. Gentlemen, prepare for landing. Epicness. Oh yeah. So, die gute Farida startet wieder mit ihrem geilen Gelumpe. So, das erste Amtshandlung werde ich jetzt hier mal... Hier, wir haben jetzt hier ein Betäubungsgewehr mit Betäubungsfallen gefunden. Werde ich das jetzt mal auf die 1 schmeißen. Und das auf die 5. Damit das schon mal hier gesaved ist. So, das kann man, glaube ich, mit 1, genau. Kann man mit zack, kann man dann geil zielen. Vor allem auf die SWAT-Einheiten kann man immer gut zielen. Und ich habe vergessen, was Waffe wegstecken war. Das ist jetzt echt ungünstig. Wartet. Hier. Nein, halt. Da. H. Okay, H. Ja. Sollten hier vielleicht nicht bewaffnet rumrennen. Erstmal ein kleines Quick Save. Und jetzt, da wir hier diese krassen Visions haben, ja, wird uns immer angezeigt hier so, wow, voll gelb umrandet und so. So Zeug, das man nehmen kann und dann kann man das dann hinlegen oder durch die Gegend schmeißen. Und es hat auch einen, vor allen Dingen Zerbrechlichkeitsgrad, manche Dinge wie diese Karton. Den kann man dann, zack, und jetzt ist er schon mal zur Hälfte down und jetzt ist der Karton kaputt. Wow. Okay, SWAT ist hier hart am, ja.
Was geht ab? Good. Seen a few of them coming out for a smoke every now and again, so be careful. Wie zur Hölle siehst du was? Ich werde jetzt einfach mal reingehen hier in die gute Stube. Und erstmal alles ausräumen. Ne? Mülleimer. Hier sieht man, der ist unzerstörbar. Ist ja auch ein Mülleimer, ist ja logisch. Die sind nun mal unzerstörbar. Wer hat nicht jeden Tag seinen unzerstörbaren Mülleimer mit dabei? So, die Polizei ist echt schon hart hier am unterwegs sein. Aber wir sind natürlich die krassen Bitches. Und der sieht anders aus. Und wir gehen zuerst rein. Tell me you're the guy we've been twiddling our thumbs waiting for. SI Security. Name's Jensen. Jensen. Yeah. I thought I recognized you. Used to be on Team 2 till that Mexican town thing went down. I gotta say, you're the last person I pictured taking orders from a CEO. Things change. Not always for the better. Feel like getting in there and doing whatever it is your boss wants you to do? Because maybe then we can do our job. So, das können wir hier erstmal ausfragen. Das werden wir natürlich auch machen. You look pretty dug in up here. What's the React team plan? We got Alpha as point and Bravo as wing, both standing by to breach the target. We're coordinating from here, but until your boss gives us the go-ahead, we're just holding our dicks. Realistically, how much time do I have before any shooting starts? According to protocol, none. According to your lawyers, the sooner you get in there, the sooner we can hose this powder keg down and call it a day. Ja, sie halten ihre Dicks. Ich denke, ne? We've got people inside. Any idea where I should look for them? Yeah. Your plant manager, Josie Thorpe, managed to slip a call out before someone snatched her cell. She said the hostages are being held in an office near the assembly labs. Makes sense. The workers were setting up for a production run, so they'd have been concentrated there. You know more about that than I would. Anything else? Intel on these purists. How much you got? How much you want? How many am I looking at down there? Hard to say. We've spotted 3 in the courtyard, maybe half a dozen inside. But that's a sketchy estimate at best, since we seem to be getting a loop playback off your telecams. That shouldn't be possible. I told Seraph to make sure Pritchard overhauled the system. Well, someone inside must be tech savvy, because all we're seeing is a loop. For all we know, there could be 5, 10, or 3 dozen perps in there. Ja, das klingt ja wunderbar. The leader's name is Sanders, right? What's his story? Zeke Sanders. We're running background on him now. Looks like he fought 2 tours in the Gulf. One of them on a recycled military bill. You mean he's augmented? Seraph told me he's not. He used to be augmented. Says his Augs made him do evil shit, so he ripped him out. Now he's got a whole crew of gullible street kids listening to his crap and ready to die for him. Or kill. Aha. Also Puristen sind halt so gegen den ganzen Shit, den ich jetzt, so eigentlich aus dem mein ganzer Körper besteht, außer mein Kopf. Obwohl, naja, doch, eigentlich aus mein ganzer Körper. Und der hatte keinen Bock mehr auf den Kark und hatte sie abgerissen. Das ist ja ganz schön krass eigentlich. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen. Obwohl, ich weiß nicht. Würde das wehtun? Ich meine, es ist ja im Endeffekt nur Technik, die man... Ah, gute Frage. They communicate any demands yet? Not yet, but I get the feeling they're not that organized. Most of the guys I've seen look like street bangers and thugs. The kind who get their jollies trashing equipment. You ask me, it's the man in charge you have to worry about. So, das ist praktisch die erste Mission. Das heißt, ja, die sind verloren und engagiert. Die können nicht voll einfach easy peasy, ne? I think I've heard enough. You sure? Wouldn't want to make your boss unhappy. I got it from here. Sit tight. Wait for Seraph's signal. Like we got a choice. Ja, unser Boss hat ganz schön viel in der Hand. Oh, Spinte. Spinte sind auch gut. Da ist immer verdammt viel drin. Wow. Schmerzmittel, FTW. Wieder hier ein unzerstörbarer Abfalleimer. Na gut, was? Purity first. Scheiß auf Augs, scheiß auf Augs. Aha. Na gut.